Jo moin, wir gehen mal wieder direkt weiter hier rein. Call of Cthulhu. Kapitel 7. Ich nehme gleich direkt nacheinander auf, deswegen bin ich immer noch ein bisschen nerve-wracked von der letzten Folge. Ja, da ging es ja ordentlich ab. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, gerne in der Playlist reinklicken. Es war einfach nur fatal. Aber wir haben es hinbekommen. So, wir sind jetzt hier beim Buchhändler. Und die schöne Reise geht weiter. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Sigmund Freud. You know Sigmund Freud? Ich bin sicher, ihr kennt ihn. Ich weiß auch nicht, was ich von ihm halten soll, ehrlich gesagt. An old diary. So. Okay. Boah, ich war halt die ganze Zeit auf dieser Fährte, ne, mit diesem Dolch, mit diesem Ritualdolch, mit dem grünen Licht und ich dachte mir, bis ich dann irgendwie drauf gekommen bin, so klar, ne? Das Gemälde. Ja. Manchmal muss man auch mal kurz überlegen, wenn man etwas tut. So. Das Öl aufgefüllt, jawohl, nice. Ist ja schon mal cool, dass der Laden offen ist und der Typ aktuell noch nicht zugegen ist. Ich meine, ich habe da irgendwas gehört. Mythologie, Theologie, Biologie, Mythologie. Eine auch sehr ambitionierte Buchhandlung, muss ich sagen. Sehr hübsch. Ich möchte mal kurz reingucken. Unser Pierce, wie viele Punkte haben wir denn? 2 Charakterpunkte haben wir. Ja, alles klar. Und. Ja, wollen wir wieder in die Entdeckung reinkommen. Oh, ich drücke da immer die falsche Taste, ne? So. Okay. Weiter geht's im Text, meine Freunde. Weiter geht's im Text. What happened here? Wieder ein komisches Bild. Flash! Let's start over. Where did they break in from? Wahrscheinlich von da. Blood. Seems like amateur work. Ja. Mal haust es mit dem Tuch durch oder sonst irgendwas. Das deine Hand schützt. Habe ich mal gelesen. Someone tall left this footprint. A man, probably. Wieso ein Man? Das kann auch eine Frau gewesen sein. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Ja, warum sollte er das kaputt machen? Da muss er irgendwie bedrängt worden sein oder Angst gehabt haben oder irgendwas. Oder es war einfach nur ein Depp. Also so ein richtiger Volldepp, ne? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Ein Besagter. What killed all these animals? Was sind das für Animals? Was soll das darstellen? Käfer? Bienen? Nee. Käfer? Kakerlaken? Falter? Motten? Motten eher, oder? So mottenmäßig sieht das aus. Naja. Das ist echt ein komisches Bild irgendwie. What happened that made the burglar flee before finishing his work? Naja, wenn ich da das Zeichen sehe, dann wird es irgendwas Gutes gewesen sein, natürlich. So, bevor wir aber an den Tresor gehen, habe ich hier alles, ja. Weil draußen war doch, hier war doch noch ein grünes Fragezeichen. Wartet, Leute, bevor ich da... Ich war doch noch ein grünes Fragezeichen, oder? War das in dem Raum? Ah, da komme ich gar nicht mehr rein jetzt. Ja gut, alles klar. Okay.
Dann gehen wir natürlich direkt hier hin. What the? Charles Hawkins? Hat aber seinen Arm schon gehabt, ne? Also da war er ja schon mutiert. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Die Power, was sie in ihren Gemälden hat, haben wir ja schon kennengelernt. Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Okay. Boah. Is everyone on this island taking sleeping pills? Ohne Scheiß, genau diese gleiche Frage hatte ich in demselben Moment auch. Ohne Scheiß, genau diese Frage. Ich dachte mir wirklich, nimmt hier jede Schlaftabletten? Das erinnert mich dann aber schon wieder an, wie heißt dieses Spiel hier? Wo sie alle dieses Joy da nehmen. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Happy Few. Happy Few? I guess. Akte zum Schlüssel von Rillier. Fremdwörter kann ich. So, dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einer schweren Kette hängt. Vor Hunderten von Jahren wurde der Stein und der Ast, die die Kräfte des großen Alten zurückdrängen sollen, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihn dem Vorbesitzer, einem ägyptischen Antiquitätenhändler, gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins' letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn herauszufinden. Versuche ihn zu finden. Das ist alles skurril. Und vor allem geht es dann wieder Richtung Kairo, Ägypten und so, ne? A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Ein Amulett, das trägt man aber nicht um den Hals hier, das Ding, oder? Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich den Buchladen durchsuche. Könnte sein. Okay, hier haben wir ja schon alles erledigt, ne? So, wenn ich nämlich jetzt hier... Naja, dann wird es etwas heller und ich bin irgendwann blind demnächst hier. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Schlüssel How many Salomon, volumes are there in this Als der collection? Tod und andere Schrecken, Another volume by Arkham Editions. Isis entschleiert, Arkham Editions. Corpus Hermeticum, Never heard of them. How many volumes are there Dinge, in die this nicht sein collection? sollten, Another volume by Arkham Editions. Ura Linda. Ist das Ding kaputt gegangen? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Ja. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Oben wieder, das wird ein Schicksal verändern. Ich freue mich darauf. Diese Sammlung katalogisiert und klassifiziert Wesen, von denen ich noch nie gehört habe. Gottheiten von den Sternen, Wesen, die durch Dimensionen reisen können. Das Buch präsentiert sich als Nachschlagewerk zu mythischen Kreaturen, ohne zu benennen, um welchen Mythos es sich handelt. Die Seiten sind mit phantasmagorischen Bildern illustriert. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement.
Its followers place truth on the same footing as a religion. Darkwater History. Jo, ich glaube, dann haben wir alles soweit. Zumindest hier in dem Hauptraum. Things are not looking good. Sieht nicht gut aus. Wow. Okay. Wenn das Marmorfiguren sind, ist okay. Genau. Hau mal rein, das Gedöns. And Zuhören. these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. So. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Okay, Arkham den Tresor öffnen. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. And these red Und drops, diese roten like Tropfen precious ruhen stones, wie Edelsteine in lie fixed, göttlichem Gold. set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Sollen wir die Kombination rauskriegen, ne? Hat es irgendwas mit diesen ganzen Büchern hier zu tun? So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Genau. Also sind wir hier bei 9. Richtig? 9. What did Drake say about this collection? 4. Drake talked about a particular volume. Das wären 8. Also das erste Band ging es um diesen göttlichen Tropfen. Um den So Gralwächter. these are the volumes that Drake was talking about in his message. Arkham, blablabla, Esoterik. Nee. What did Drake say about this collection? Verfasst von Nostradamus, wird besetzt von bla 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 bla. Drake talked about a particular volume. Hat über einen bestimmten Band gesprochen. Drake hat über einen bestimmten Band gesprochen. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Also, hier hat er drüber gesprochen. Band 2. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. 2, 8. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Okay, das sagt hier immer was anderes. Oh, scheiße. Er sagt hier immer was anderes.
What did Drake say about this collection? Oh mein Gott. Ja, das ist wieder ein geiles Rätsel, ja. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Okay, das hört sich ja irgendwie an, als ob das was mit dem Schachbrett zu tun hat. Rote Tropfen. Blut. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Der 9. Band. Dear friend, I Der thank 9. you again Band. for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth und Azathoth andere and Other Schrecken. Horrors seemed particularly relevant to my research. Das war doch der Drake hier. talked about a Nein. particular Welche volume. waren So das? these are the volumes that Drake was taught. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular... So these are the volumes that Drake... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Oh, Jesus Christus. Wo war denn das jetzt hier? Das war dieses komische, mystische Buch. Ja, das sind nur diese Bücher, die da vorne rumliegen, ne? Ah, das hier mit dem Azathoth und die Schrecken, das hatten wir doch vor uns hier. Oder bin ich aber wieder zu schnell gewesen? What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was 9. talking. Band What hat er did doch Drake gesagt. say about 6. this Band. collection? Drake talked about a 8. Band. particular volume. So these are the volumes that Drake 7. was Band. talking about. What did Drake say about this collection? 4. Band. Drake talked about Ah. a particular volume. Ja, über den hier. Über den hat er doch gesprochen, dass er da permanent durchblättert. Eine Gedichtsammlung von Edward Pickman Derby, auch als Albtraumlyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei ihrer Veröffentlichung 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Derby war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. 9. Ah, das ist alles So these are the Arkham volumes that Anthologie. Drake was talking about. And what did Drake say about this collection? Das ist alles Arkham Anthologie. Es ging einmal um Drake Schachfiguren. talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Folklore, Drake talked about a particular Vergangenheit volume. Europa, bla bla bla. Und außerdem weil ich denke mal, das geht dann um die Bände und das ist dann die Kombination für den Safer. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal als erste Zahl die 9 eingebe, weil hier habe ich ja nichts mehr drin, hier sind ja bloß die Schubfächer. Hier ist noch was. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Okay. Eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel daran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper und meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, sodass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in 3 Walzen versteckt. Jede davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Die haben wir ja gefunden. Jede Walze ist nummeriert. Auch wenn ein berühmter Autor sagte, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt.
Sollte eine Person oder eher ein Genie meinem Intellekt entsprechen und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass er in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handels erleben können. Drake hat Anweisungen hinterlassen, wenn man die Kombination seines Tresors findet. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagte... Ja gut, das ist mir schon klar, dass du mir mit den Walzen irgendwas sagen möchtest, aber ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Aber er hat ja was vom Schachbrett gesprochen, ne? Wir haben einmal die hier, das Buch are the volumes that Drake was talking about in his message. ist die 9. Das war ja quasi das letzte, was er gesprochen hat. Auf der Walze 3 war ja die 9. Ja, ich gehe dann einfach mal davon aus, drehen, dass wir hier die 9 haben. So, bestätigen. Da haben wir hier mal die 9. In der zweiten Walze hat er von dem Schachbrett gesprochen. Ist es die 4? Weil er hat ja gesagt, hier die Weißen, die gegen die dunklen Soldaten da verteidigen. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the Der gods. Götter waren. Let those of us who are still standing Unsere weiße protect Königin our vor ihren white dunklen queen Soldaten from their schützen. dark Lass soldiers. diejenigen von uns, die noch I see stehen, our number dwindling, und unsere Königin and my vor den will feindlichen strengthens as my Soldaten schützen. apprehension grows. We shall Ist es dann refuse 3 oder to be the 4? playthings of destiny. Ist es dann 3 oder 4? Wir machen mal 3. Wir machen mal 3. Also machen wir hier 3. Und hier fangen wir einfach an. Wir machen den Klassiker. Jackpot. Oh, was hat der für Kratzer im Gesicht? Oh nein. Riverside Institut. Das kennen wir doch irgendwo her. Da wollte ich ja schon immer mal wieder hin. Da fand ich es richtig gut. War echt toll bei denen. Oh mein Gott. Was passiert hier in diesem Spiel, ehrlich? Ach ja, Leute. Wahnsinn betreten. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Jetzt spiele ich quasi die Colden. Die Ärztin. Okay. Very well. I'll examine him.
Ja, Leute. Wir sind zwar schon bei 24 Minuten. Sollen wir es noch durchziehen? Was meint er? Ziehen wir noch durch? Also. Ziehen wir durch. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Spuren von Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Warum erzähle ich das eigentlich einer Krankenschwester? Er ist I stark see hydriert. signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Ja, dann legen doch in die Badewanne, Leute, wenn du es schon weißt. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes, they can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? Okay. It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Ganz easy. Ganz easy, Freunde. Friese heute, du. So, er hat was im Bauch. Er hat etwas im Bauch. Ihr könnt es lesen, es liegt nicht an mir. Es steht da. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, Schwierig. this man has something inside him that shouldn't be Sofort there. operieren, auf jeden We should Fall. operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry. Ja, ist That the klar. edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Ich auch nicht. Ich vertraue dem Dr. Fuller auch kein Meter. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I Geh weg. pray that it's not Geh here. weg. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients, provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your Da steht guinea Präparat. pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Ah, Leute. Ich
Ich will jetzt hier ungern aufhören, weil das ist irgendwie unpassend dann, ne? Sie machen ein Monster aus ihm, sagt man einfach, oder? Sie machen ein Monster aus ihm. I've seen suction cups on his fingers. His falling body temperature. Ich habe his Saugnäpfe an seinen dehydration. Fingern entdeckt. Ja, Had I moin. only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Weichtier. Cephalopod, perhaps. Steht da. This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? Ein bisschen, ne? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Der Beweis liegt doch da, Leute, wenn der Saugnäpfe an seinen Fingern hat. Der, keine Ahnung, macht ein Bild oder... Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Alles klar. Okay, Leute. Jetzt sind wir wirklich weit über der Zeit. Aber wie gesagt, ich wollte das jetzt ungern irgendwie einfach so beenden, aus dem Nichts. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal so durchgezogen. Wow, einfach spannend, was hier abgeht. Also absolut skurril, absolut abartig, was hier abgeht. Aber interessant und spannend, muss ich ehrlich sagen. Cool. Jo, lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr wisst Bescheid. Abo gefällt mir. Ne? Ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn es euch gefallen hat. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn es euch nicht gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Call of Cthulhu. Und ja, bleibt gesund und stabil. Euer Solution. Ciao, ciao.